Willkommen zum nächsten Teil von Pirates of the Caribbean. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir sind. Soweit kann ich gar nicht zählen. Aber es geht weiter. Und zwar haben wir beim letzten Mal ja aufgehört, hier in der rechten Hand mit Bam, Bam, Bam. Dann erinnerst du dich an diesen E-Moll-Akkord vielleicht. Das E-Moll und hier unten in der Oktave ganz tief das E. Dann spielt ab jetzt die linke Hand. Geht hier mit dem vierten Finger aufs F. Nämlich in der Zeit, wo die da drauf geht, kommt die rechte Hand, hat Zeit runter zu gehen mit dem Zeigefinger aufs Fis. Und dann spielen wir chromatisch. Chromatisch heißt wirklich jede Taste. Guck mal hier. Fis, G, Gis, A, A, Is, A und hoch bis zum C und dann wieder runter. Und zwar mit folgendem Fingersatz. Das ist ganz witzig. Normalerweise wird chromatisch oft hier so, also so kann man es theoretisch spielen. Ja, mit Mittelfinger und Daumen gespielt und hier dann mit dem Zeigefinger. Ja, das wäre so ein klassischer Fingersatz, den man anwendet beim chromatischen Spiel. Allerdings ist das hier, muss es später so schnell gespielt werden, dass dieser Fingersatz nicht ausreichen würde und es ist zum Glück auch anders möglich. In diesem Fall, das ist nicht immer möglich, aber in diesem Fall schon, wirklich hier Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, dann der Daumen aufs A und dann Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und dann wieder abwärts. Daumen und dann setzt der Ringfinger hier über aufs Gis, G, Fis und der Daumen spielt das F dann. Ja, also konkret sieht das so aus. Ja, und das muss rasant schnell gespielt werden. Und pass auf, wenn ich jetzt hier so sehr zentral sitze, ist das mittlere C, ne? Und ich sitze jetzt hier genau und ich bringe nur die Hand hier rüber, dann ist auch das ein bisschen zu unangenehm hier zu spielen. Ja, guck mal, man sieht es auch meine Hand an. Pass auf, jetzt gehe ich mit dem Oberkörper mal rüber nach links. Siehst du, was mit meiner Hand passiert? Sorry, das Mikro ist jetzt ein bisschen weg. So, und das müssen wir in dem Fall machen. Ja, empfehle ich dir auf jeden Fall sehr. Und zwar, guck mal, hier spiele ich das E. Hier gehe ich runter. Hier bin ich unten. Ja, nach links. Also ich habe hier eine Klavierbank. Man hört sie auch ab und zu ein bisschen knirschen. Bank heißt, das ist kein schmaler Hocker, sondern die ist ungefähr so breit. Deswegen kann ich auch ohne Probleme mein Gewicht verlagern. Ganz nach links, um dahin zu kommen. Ja, und so schnell muss es dann wirklich gespielt werden. Ja. Ja, also, und das ist die Geschwindigkeit, aber du siehst, ich musste auch noch sicherer werden. Das ist das erste, das ist der erste Überabschnitt. Übrigens, das hier könnte auch ein erster Überabschnitt sein, wenn du es noch kleiner haben möchtest, ne? Fis, G, Gis und dann mit dem Daumen auf dem A. Und das sollte die Endgeschwindigkeit sein. Ja, guck mal, wie ich das übe. Ich mache Tak, Tak, gebe ich mir vor und dann ist das Tak, Tak, Tak. Ja, und zwar auf dem F und auf dem C. Dum, da, 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 dum, ba. Ja, also, guck mal, ich lasse das extra drin, damit du siehst, es ist Arbeit, ne? Dum, dum, bam, 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 bam. Und wenn ich dann, also da habe ich die Betonung drauf auf dem F, C, so als würde ich das so spielen quasi. Ja, und so fallen so ganz schnelle Läufe leichter auch gleichmäßig zu spielen, wenn man so denkt einfach. Das ist so ein kleiner Hack, kann man sagen, am Klavier, ne? Guck mal.
Ja, also, es muss noch runter werden, du verstehst, was ich meine. Dum, 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 dum. Ist sogar noch ein bisschen schneller, wie ich es jetzt gemacht habe, ne? Das war Takt 1. Takt 2, genau das gleiche. Allerdings spielt hier der Daumen, das F schon mit, das allererste. Und geht auch dahin wieder zurück. Ja, dann spielt alles die rechte Hand. Bam, bam, bam. So. Und das ist der zweite Überabschnitt, aber ich denke, das wird dann relativ easy gehen. Und der dritte ist hier E wieder unten, ganz laut. Und dann geht es chromatisch hoch. Guck mal hier. Hier ist alles noch wie gehabt beim alten. So, und jetzt sind wir hier beim C. Und wenn wir jetzt hier aufs Cis gehen würden, das wäre viel zu unkompliziert, aber zum Glück haben wir die linke Hand. Die hat Zeit. Und hier mit dem Ringfinger dann die linke Hand aufs Cis. D, E, Dis, E. Und dann übernimmt hier ab dem F wieder die rechte Hand. Ja, und die spielt quasi auch das, was sie vorher schon gemacht hat. Auch hier wieder Daumen aufs A untersetzt. Bis zum C. Dann übernimmt die linke Hand wieder. Und ab hier wieder, ab dem F wieder die rechte Hand mit Untersetzen. Ab hier wieder die linke Hand. Und Achtung, Fis, F, Fis, G, Gis. Und hier wird nicht mehr untergesetzt bei dem hohen Gis, nämlich der nächste Ton ist, Akkord ist dann ein D-Moll-Akkord. Und da geht es im nächsten Video weiter. Also, nochmal, guck mal, hier haben wir erst die linke Hand mit dem E. Dann geht es chromatisch hoch, linke Hand. Und übrigens, im Idealfall hört man keinen Handwechsel, sondern so, als wäre das wirklich eine Linie. Ja, da kommt der D-Moll-Akkord. Ja, eigentlich so. Bam, 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 bam. Ja, also so ist richtig am Schluss. Aber das wird auch nochmal ein bisschen spannend. Also es ist wirklich technisch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Nochmal. So, du hast gesehen, das war bei mir schon, kam gerade ins Stocken. Im Idealfall ist es wirklich ohne Pause und natürlich viel schneller. Aber wir üben das erstmal langsam, das ist ganz wichtig. Und auch hier, das habe ich nämlich nicht gemacht gerade, den Oberkörper nicht vergessen, auf die linke Seite zu verlagern. Hier das E. Und dann merkst du dir am besten nur noch die Keytöne, also die Schlüsseltöne kann man sagen. Hier zum Beispiel das A. Ja. Beziehungsweise du merkst hier den ganzen Ablauf, den hast du ja vorher schon in der rechten Hand vom F bis zum C. Und siehst quasi nur noch C und Cis siehst du als nächstes und dann wieder F. Eigentlich siehst du nur Cis und F sogar. Nämlich folgendes. Guck mal, E. Hier siehst du das Cis. Achtung, jetzt sehe ich schon wieder das F. Ja, Entschuldigung, nochmal. Also E. Ja, also, guck mal, es ist ein bisschen tricky, aber das ist die Herangehensweise, nur noch auf die Haupttöne zu konzentrieren. Ja, wenn es für dich andere sind, mache auch das gerne.
Aber gut, das ist es jetzt letztendlich, ne? Das ist die Übung und das reicht auch vollkommen hier für dieses Video, nämlich hier sind einige Wiederholungen notwendig, ja, und auch nicht nur an einem Tag, sondern über mehrere Tage verteilt das immer zu machen. Ich probiere es noch einmal. Ich wiederhole kurz mal ein paar Mal. Wenn das für dich zu uninteressant ist, kannst du es gerne überspringen. Ja, also ich mache das auch gerade zu unordentlich, muss ich dazu sagen. Ja. Ich will jetzt auch nicht zu sehr in dem Video jetzt hier experimentieren. Also ich muss das auch hier Mikrofon zur Seite richtig hinsetzen. Und das wirklich auch hier in kleineren Überabschnitten nochmal. Ne? Weißt du was, ich habe nämlich auch diesen allerersten. Ja, beziehungsweise, ich habe es schon wiederholt und ich merke sogar jetzt auch gerade meinen Arm, dass ich auch mal eine Pause machen muss, dass die an Grenzen kommt. Ich habe es schon deutlich besser hinbekommen heute. Ja, gut, aber der muss erstmal funktionieren natürlich. Aus den ersten beiden Überabschnitten, also hier E. Jetzt geht gar nichts mehr. Okay. Okay, also ich denke, du weißt Bescheid. Du siehst, es ist ein Hammerteil, aber genauso wird es geübt, ja. Also deswegen, ja, also das ist die Herangehensweise, ja. Bleib einfach dran, du schaffst es auf jeden Fall. Wiederholungen sind hier einfach das Geheimnis, ja. Und ich kann dir den Fingersatz geben, ich kann dir die Töne geben und die Überabschnitte auch ungefähr. Und ja, jetzt muss es wiederholt werden. Dann noch eine ganz wichtige Sache, wenn du wie ich jetzt hier ein bisschen so im Unterarm auch verkrampft merkst, auf jeden Fall aufhören. Auch wenn es einen fuchst, Arm mal ausschütteln, nochmal probieren. Wenn der Arm nicht locker wird, für heute eine Pause einlegen und morgen weitermachen. Hilft total, wirkt auch Wunder, manchmal eine Nacht drüber zu schlafen. Also in diesem Sinne viel Erfolg, viel Spaß und bis zum nächsten Teil.